Ich habe heute schon Deutsch gelernt. Ich habe heute schon Deutsch gelernt. Ich habe heute schon Deutsch gelernt. Ich kann Deutsch sprechen. Ich kann auch Deutsch sprechen. Was ist eigentlich die Standardsprache? Was ist die Umgangssprache? Was ist ein Dialekt und was ist ein Akzent? All das erkläre ich dir in diesem Video. Ich gebe dir einen Überblick darüber und zeige dir das auch anhand von konkreten Beispielsätzen. Mit diesem Video lernst du, die deutsche Sprache ein bisschen besser zu verstehen. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude beim Entdecken der deutschen Sprache. In Deutschland sprechen wir verschiedene Sprachen bzw. Sprachformen. Was ist eigentlich die Standardsprache? Hochdeutsch ist die bundesdeutsche Standardvarietät des Standarddeutschen. Ein Beispiel hierfür wäre: Ich habe heute schon Deutsch gelernt. Standarddeutsch, genauer gesagt Standardhochdeutsch, ist die Normung der deutschen Sprache. In Österreich existiert zum Beispiel das österreichische Hochdeutsch und in der Schweiz das schweizerische Hochdeutsch. Die Umgangssprache wird, wie der Name schon sagt, im täglichen Umgang benutzt. Synonyme für Umgangssprache sind Alltagssprache, Normalsprache oder Gebrauchssprache. Die Umgangssprache entspricht allerdings keinem Soziolekt, das heißt einer bestimmten sozialen Gruppe. Beispiele für eine soziale Gruppe wären die Berufssprache oder die Jugendsprache. Ein Beispiel für die Umgangssprache wäre: Ich habe heute schon Deutsch gelernt. Sieh dir sehr gerne meine Videos zur deutschen Umgangssprache an, die ich bisher schon für dich erstellt habe, um die Umgangssprache zu üben. Kommen wir nun zum Dialekt. Ein anderes Wort für Dialekt ist Mundart. Es handelt sich dabei um Variationen einer Sprache, zum Beispiel Bayerisch oder Berlinerisch. Dialekte werden nur in bestimmten Regionen verwendet. Beispiele für Dialekte in Deutschland sind Bayerisch, Schwäbisch, Kölsch, Plattdeutsch, Sächsisch, Hamburgisch, Hessisch oder Berlinerisch. In einem meiner nächsten Videos werde ich dir alle möglichen Dialekte in Deutschland vorstellen. Ein Beispiel für Bayerisch wäre: Ich hab heute schon Deutsch gelernt. Und du? Bayerisch kann ich relativ gut imitieren, weil ich ursprünglich aus Bayern komme. Die deutschen Dialekte werden in hochdeutsche und niederdeutsche Dialekte unterteilt. Hoch steht hier eigentlich für bergig, für den bergigen Süden, und nieder steht für flach, also für den platten Norden. Dialekte sind nicht nur an bestimmte Regionen gebunden, sie überschreiten auch geografische Grenzen. Im Deutschen fasst man die Dialekte zu Dialektgruppen zusammen, von denen es ungefähr 20 gibt. In vielen Regionen ist es zunehmend so, dass die Dialekte verschwinden. Vor allem in Pendlerstädten ist es so, dass seltener im Dialekt gesprochen wird. Allerdings hält sich der Regiolekt, was eine Mischung ist aus Standardsprache und Dialekt. Man könnte sagen, es ist eine regional gefärbte Umgangssprache, allerdings ist die Grammatik wie im Hochdeutschen. Zum Beispiel wird der Ich-Laut ganz häufig als Sch ausgesprochen, ich. Man sagt da nicht ich, sondern ich, wie in Hessen zum Beispiel. Und wenn die Hessen Hochdeutsch sprechen, bleibt aber noch dieses Ich übrig. Man muss sagen, dass die Standardsprache nach Norden hin die Dialekte schon ziemlich verdrängt hat. Die meisten, die noch Dialekt sprechen, finden sich in Bayern, Baden-Württemberg, Thüringen, Sachsen und im Saarland. Außerdem ist es heutzutage meistens so, dass der Dialekt als minderwertig angesehen wird. Bayerisch zählt zu den meistgesprochenen Dialekten und ich finde es als gebürtige Bayerin interessant zu wissen, dass dieser Dialekt am positivsten bewertet wird. Was ist nun ein Akzent? Ein Akzent beschreibt eine Ausspracheform, die üblicherweise von der Aussprache eines Muttersprachlers
abweicht. Ich als Deutsche kann zum Beispiel einen Akzent im Englischen oder im Spanischen haben. Das heißt, es fällt dann auf, dass ich aus Deutschland oder aus einem anderen Land komme, wenn ich diese Fremdsprache spreche. Und genauso ist es vielleicht bei dir, dass du einen Akzent im Deutschen hast. Ich kann Deutsch sprechen. Ich kann auch Deutsch sprechen. Ein Akzent ist nichts Schlimmes. Er verrät natürlich meistens, woher du kommst, was auch positiv sein kann. Es kann allerdings auch sein, dass dich dein Akzent stört und dass du ihn reduzieren möchtest. Das heißt, dass du verständlicher Deutsch sprechen möchtest und dich auch wohler fühlen möchtest beim Deutschsprechen. Wenn das so ist, dann kann ich dir sehr meine Aussprachekurse ans Herz legen, die du in der Infobox findest. Ich unterstütze dich sehr, sehr gerne dabei, mit weniger Akzent Deutsch zu sprechen, wenn du das möchtest. Ich habe dir nun erklärt, was Standardsprache, Hochdeutsch, Umgangssprache, Dialekt und Akzent eigentlich bedeutet und ich hoffe, dass du das jetzt ein bisschen besser verstanden hast und würde mich auch freuen, wenn du bei einem meiner nächsten Videos dabei bist, in dem ich dir die verschiedenen Dialekte in Deutschland vorstelle. Schreibe mir jetzt gerne in die Kommentare, in welchem Bundesland in Deutschland du lebst und welcher Dialekt in deiner Region gesprochen wird. Du kannst mir natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben, ob du einen Akzent hast, ob du ihn reduzieren möchtest und falls du das schon weißt, warum du eigentlich einen Akzent hast. Ich wünsche dir jetzt ein wunderschönes Wochenende. Ich hoffe, du bist gesund und du bleibst gesund. Und wenn das Video für dich nützlich war, dann gib ihm sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben und abonniere auch sehr gerne meinen Kanal Richtig Deutsch sprechen. Auf diese Weise können wir mehr Deutschlernende in aller Welt erreichen, die auch ihre Aussprache verbessern möchten. Ich hoffe, dass du immer daran denkst, dass du wertvoll bist und dass die Welt dich, deine Fähigkeiten und deine Talente braucht. Bis zum nächsten Video.